Ich bin halt so. Das ist der eine Satz, den ich von Führungskräften höre, die Probleme mit ihrem Team haben. Heute erkläre ich dir, warum das der Karrierekiller Nummer eins ist. Ja, fast 80% aller Führungskräfte sagen, dass sie authentisch sind. Aber fragt man ihre Leute, stimmt nur 40% ihres Teams zu. Der Grund? Ein einziger toxischer Satz. Ich bin halt so. Und das hören wir im Privatleben ja auch oft genug. Meistens von Leuten, die sich nicht weiterentwickeln wollen, die vielleicht völlig überfordert sind mit dem, was in der Welt passiert, die mit sozialen Medien nichts anfangen können, die Angst haben vor künstlicher Intelligenz. Und die sagen dann, lass mich in Ruhe damit, da bin ich nicht der Typ für. Und Choleriker, Menschen, die sich nicht im Griff haben, die immer schulterzuckend dieselben Fehler machen und jede andere Art von Suchtis, die sagen, ich schreie halt rum, ich bin eben temperamentvoll, ich habe eben einen starken Charakter, ich bin halt nicht immer flauschig. Was bedeutet das? Richtig, ich will mich nicht ändern müssen. Ich habe halt auch meine schlechten Eigenschaften. Du musst mich schon so akzeptieren, wie ich bin, auch wenn es dir weh tut. Oder sie sagen, Persönlichkeitsentwicklung, da glaube ich nicht dran. Oder ich bin halt stur, das zieht sich bei uns so durch die Familie. Die Wahrheit dahinter, das ist Bequemlichkeit als Authentizität verpackt. Ich habe da übrigens einen Ratgeber zum Thema Authentizität für dich zusammengestellt. Der Link ist in der Videobeschreibung oder du findest ihn in den Kommentaren. Die Kurzversion: Authentizität, das ist nicht, wie du dich gibst, das ist, wie du im Kern bist, deine Werte. Und deine Kernwerte, die bleiben in jeder Situation die gleichen, wenn du ein authentischer Mensch bist. Also so etwas wie Ehrlichkeit, Fairness, Mitgefühl, das sind Kernwerte, die sind unveränderlich. Was veränderlich ist, ist dein Verhalten, wie dass du eine bessere Kommunikation nach außen lernst oder auch nach innen. Das wäre dann so etwas wie Selbstreflexion. Nennen wir das Zwiebelprinzip. Die äußeren Schichten sind Angewohnheiten, Gewohnheiten, wie du auf äußere Einflüsse reagierst. Das ist veränderbar, kannst du an Situationen anpassen. Und im Inneren sind halt deine Werte. Die sind so, die sind konstant. Nehmen wir Ehrlichkeit als Wert. Das ist zum Beispiel so in dir drin. Und früher hast du überhaupt keine Rücksicht genommen und hast den Leuten ins Gesicht gesagt, Gott, siehst du müde aus. Ehrlich? Aha. Aber dann hast du gelernt und hast gesagt, okay, ich sollte vielleicht zumindest bestimmten Personen gegenüber eine gewisse Rücksicht entwickeln. Und also hast du da Einfühlsamkeit hinzuaddiert und fragst, hey, ist alles in Ordnung mit dir? Du siehst irgendwie müde aus. Das heißt, du hast dein Verhalten geändert, obwohl deine Werte die gleichen geblieben sind. So, und bleiben wir bei dem Beispiel. Früher hat man dich zu Recht taktlos genannt und jetzt bleibst du aber bei der Ehrlichkeit und verpackst sie aber ein bisschen konstruktiver. Und nehmen wir das Beispiel Fairness. Früher hast du zum Beispiel alle deine Mitarbeiter gleich behandelt. Du hast deine Kinder komplett gleich behandelt. Und heute gehst du mehr auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse ein. Das heißt, du hast dieses Gerechtigkeitsgefühl weiterentwickelt. Also anstatt wie früher alles über einen Kamm zu scheren, hast du dich weiterentwickelt und versuchst da Ungerechtigkeit auszugleichen, wo das möglich ist. Schönes Beispiel, Mitgefühl. Früher warst du vielleicht komplett überfordert, weil du allen dein Mitleid gegeben hast, aber nicht wirklich helfen konntest. Und jetzt hast du dich weiterentwickelt und konntest dein Mitgefühl in eine konstruktive Unterstützung umwandeln. Wisst ihr, was ich meine? Oder gehen wir mal stärker ins Business-Umfeld. Disziplin als Kernwert. Früher hast du alle komplett eingeschüchtert mit deiner rigiden Selbstkontrolle. Und Disziplin war eher für dich so eine Ausrede für deinen perfektionistischen Arbeitsstil. Und jetzt hast du dich entwickelt. Jetzt bist du eher jemand, der Disziplin als Vorbild vorlebt, anstatt es zu predigen. Und anstatt andere für ihre mangelnde Disziplin zu verurteilen, hast du Verständnis für unterschiedliche Arbeitsweisen entwickelt, die vielleicht genauso zum Ziel führen. Und vielleicht kennst du auch diese Leute, die sagen, sie sind objektiv und Gefühle sind völlig
unprofessionell. Vielleicht entwickeln diese sich auch weiter, indem sie Emotionen wie Daten nutzen, sich aber nicht von ihnen völlig bestimmen und leiten zu lassen. Also eine Entwicklung des Kernwerts sachlich bleiben war vielleicht früher, dass man kalt und distanziert wirkte und sich jetzt weiterentwickelt und die menschliche Komponente mit einbezieht. Das meine ich. Oder nehmen wir das Beispiel Verlässlichkeit. Früher hast du zu allem Ja gesagt, um verlässlich zu wirken. Und heute machst du realistische Zusagen, die du auch einhalten kannst. Ist das nicht toll, solche Facetten zu sich hinzuzufügen? Und das unterbindest du, wenn du sagst, ich bin halt so. Das stoppt jedes Wachstum. Das macht dich zum Opfer deiner Gewohnheiten und verhindert nicht nur Karrierechancen, sondern auch bessere Beziehungen zu deinen Kollegen und Mitmenschen. Es bedeutet für andere, dass du sie zwingst, deine Unarten zu ertragen. Es zeigt mangelnden Respekt für ihre Bedürfnisse. Es signalisiert, ich bin wichtiger als unser Zusammenleben. Und im Business heißt das, dass Teams sich weiterentwickeln und du stehen bleibst. Führungskräfte müssen sich aber anpassen können, denn Märkte ändern sich. Wer stillsteht, verliert. Statt immer zu dir selbst zu sagen, ich bin halt so, sag dir lieber intern, das ist offenbar gerade mein Muster, aber ich arbeite dran. Sag dir, meine Kernwerte können gleich bleiben, auch wenn ich dazulerne. Die authentische Haltung ist Selbstkenntnis. Ich kenne meine Trigger und Muster. Ich übernehme Verantwortung für meine Wirkung. Ich bleibe mir treu und ich entwickle mich weiter. Authentizität bedeutet nicht, ein kompletter Betonkopf zu sein. Es bedeutet, aus deinem wahren inneren Kern heraus zu wachsen. Und wenn du wissen willst, wie das konkret geht, du findest einen kostenlosen Guide mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Videobeschreibung. Bist du bereit dazu?